Was bedeutet es, arm zu sein? Immer mehr Menschen in Österreich tun sich schwer damit, über die Runden zu kommen, hört man von Sozialorganisationen. Doch geht es nach manchen Politikern, ist Armut bei uns kein wirkliches Problem. Schließlich könne sich jeder einen Burger bei McDonald's leisten. Aber wo beginnt Armut und wie kann man sie bekämpfen? Damit beschäftige ich mich in meiner Forschung an der WU. Mein Name ist Karin Heitzmann. Ich leite das Forschungsinstitut Economics of Inequality an der WU und forsche seit fast 3 Jahrzehnten zum Thema Armut. Gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten habe ich für den österreichischen Sozialbericht 2024 Empfehlungen erarbeitet, wie unser Sozialstaat armutsfest gemacht werden kann. Wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, muss man zuerst 2 Fragen klären. Erstens, was ist Armut? Und zweitens, wie kann man sie messen? Schon bei der ersten Frage gehen die Meinungen auseinander und damit auch die Wahrnehmung, ob es in Österreich richtige Armut überhaupt gibt. Die einen sagen, Armut beginnt, wenn man sich einen gewissen Mindestlebensstandard nicht mehr leisten kann. Wenn man im Winter die Wohnung nicht heizen kann, wenn es einem finanziell nicht möglich ist, abgenutzte Kleidung zu ersetzen oder wenn eine Familie am Ende des Monats nur noch Toastbrot essen kann. Dann spricht man von absoluter Armut. In einem reichen Land wie Österreich gibt es aber auch relative Armut. Wer deutlich weniger Einkommen hat als der Durchschnitt der Bevölkerung, muss vielleicht nicht gleich hungern oder frieren, aber es wird schwierig, am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzunehmen. Das heißt, hin und wieder essen gehen oder ins Kino gehen, die Kinder in den Skikurs schicken, einmal im Jahr Urlaub zu machen. Wenn ich mir das nicht leisten kann, aber meine Mitmenschen schon, dann bin ich von relativer Armut betroffen, weil ich deutlich weniger habe als der Durchschnitt. Und viele sagen, dass wir so eine Ungleichverteilung nicht einfach hinnehmen können. Global gesehen gibt es auch noch extreme Armut. Das heißt, dass man sich selbst die allernötigsten Dinge zum Überleben nicht mehr leisten kann. Diese Art der Armut kommt vor allem in Entwicklungsländern vor und ist bei uns zum Glück Geschichte. Aber seit Beginn der Teuerungskrise tun sich auch im reichen Österreich immer mehr Menschen schwer, einen Mindestlebensstandard zu erhalten. Wir müssen also absolute und relative Armut berücksichtigen, wenn wir Armut in einem österreichischen Kontext definieren wollen. Das bringt uns zur zweiten Frage. Wie kann man Armut messen? Dafür brauchen wir Kennzahlen, die absolute und relative Armut möglichst gut abbilden. In Europa gibt es dafür die sogenannten EU-SILC-Erhebungen, die einmal im Jahr durchgeführt werden. Dadurch wissen wir zum Beispiel, dass es sich 20% der Menschen in Österreich nicht leisten können, einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren. 11% tun sich schwer damit, kaputte Möbel zu ersetzen. 7% können die Miete, Betriebskosten oder Kredite nicht pünktlich zahlen. 4% können ihre Wohnung im Winter nicht warm halten. Und 1% kann sich nicht einmal ein zweites Paar Schuhe leisten. Dann gibt es noch einen wichtigen Indikator für relative Armut, die Armutsgefährdung. Die betrifft in Österreich ungefähr 15% der Bevölkerung. Das heißt, dass ihr Einkommen weniger als 60% des Medianeinkommens ausmacht. Das sind derzeit 1.572 € netto pro Monat. Wer alleine lebt und weniger als das zur Verfügung hat, ist offiziell armutsgefährdet. In den Medien und der Politik wird oft nur eine von vielen Kennzahlen herangezogen, die dann gerne stellvertretend für das Problem der Armut herhalten muss. Das halte ich für problematisch, denn jeder dieser Indikatoren misst ja jeweils nur eine oder einige wenige Facetten von Armut. Nur wenn wir Armut wirklich verstehen und vollständig erfassen, können wir sie auch bekämpfen. Und am besten geht das durch Prävention, indem wir also verhindern, dass Menschen arm werden. Aus den EU-SILC-Erhebungen wissen wir, dass unser Sozialstaat hier gut wirkt. Ohne Pensionen oder andere Sozialleistungen wären beispielsweise 42% der Haushalte in Österreich von Armutsgefährdung betroffen. Dass es nur 15% sind, haben wir dem Sozialstaat zu verdanken. Aber diese 15% zeigen auch, es gibt noch viel zu tun. Weil Armut oft mit Arbeitslosigkeit zusammenhängt, haben Forschende vom INEC die Idee einer Arbeitsplatzgarantie untersucht. Damit könnte man verhindern, dass Langzeitarbeitslose in die Armut abrutschen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass wir einen gewissen Lebensstandard als Grundversorgung garantieren. Das heißt, wir stellen sicher, dass essentielle Dinge wirklich für alle Menschen leistbar sind. In manchen Bereichen tun wir das ja schon, zum Beispiel bei der Schulbildung.
Wir könnten es aber auch in anderen Bereichen tun, zum Beispiel beim Wohnen, der Energieversorgung, der Mobilität, der Kinderbetreuung, bei der Gesundheit oder der Pflege. Was zu so einer Grundversorgung gehören soll, das müsste man in einem breit angelegten Prozess erarbeiten und dabei möglichst viele Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. Auf diese Weise könnten wir es schaffen, dass zumindest absolute Armut auch in Österreich irgendwann Geschichte ist.